Bachmeier, der die FieldBee-Lenksysteme nutzt. Hallo Josef. Hallo Olha. Wir freuen uns riesig, Ihren Hof zu besuchen. Bitte stellen Sie sich kurz vor und erzählen Sie uns mehr über Ihren Hof. Ja, ich bewirtschafte unseren Hof, den wir jetzt schon in mehreren Generationen als Familienbetrieb führen. Wir bewirtschaften 38 Hektar ohne Zupacht. Unsere Hauptfrüchte sind Zuckerrüben, Weizen und Mais. Den Hof bewirtschafte ich derzeit im Nebenbetrieb. Okay, super. Wie lange sind Sie als Landwirt tätig? Ich bin seit 40 Jahren Landwirt. Okay, wie ich schon vorher erwähnt habe, verwenden Sie zwei Lenksysteme, ein automatisches und ein hydraulisches System. Seit wann nutzen Sie und wie sind Sie auf FieldBee gekommen? Auf FieldBee bin ich über das Internet gekommen. Das Lenksystem nutzen wir seit letztem Jahr. Wir haben mit dem Parallelfahrsystem gestartet, das heißt also nur die Antenne und die App, und haben im Mai diesen Jahres unsere beiden Schlepper jeweils mit einem mechanischen und einem hydraulischen Lenksystem nachgerüstet. Ach so, gut. Sind Sie mit Lenksystemen zufrieden? Ja, die Lenksysteme arbeiten sehr gut. Ich war mit den Funktionen im letzten Jahr schon sehr zufrieden, mit der manuellen Spurführung, und mit dem Nachrüsten wurde die Arbeitsqualität nochmal deutlich verbessert. Okay, was können Sie unseren neuen Kunden empfehlen? Ich würde den Kunden empfehlen, ohne Berührungsängste an das System ranzugehen. Es gibt gute deutschsprachige Bedienanleitungen und einen gut erreichbaren und kompetenten Support, von dem man jederzeit auch deutschsprachige Hilfe bekommt. Okay, dann vielen herzlichen Dank für tolles Gespräch. Ich übergebe jetzt das Wort meinen Kollegen. Hello everyone, my name is Metin. I'm an agricultural engineer and also business development manager at eFarmer. So we are in Germany. We are going to have a live demonstration today. Today we are going to cultivate the field. So what we have a John Deere tractor, and on the front we have a Cambridge roller, and on the back side we have a power harrow. So mainly combine cultivation. I invite you to inside the cabin and let's see the hardwares. Ja. Und hinter der Kamera stehe ich bin der Ercan und werde so gut es geht versuchen, euch alles auf Deutsch zu übersetzen. So here we have a mechanical autosteer that it is mostly suitable for the aftermarket solution, and it can be exchangeable between tractors. So I will show how to exchange. It's quite easy. We have an anti-rotation pin. Just we will. Also hier ist ein mechanisches System verbaut. Und der Metin zeigt euch gerade, wie man den Anti-Rotation-Pin demontiert. Beziehungsweise das Lenkrad demontiert. And the second one is just a socket cable. And we have a clap here that we can hier easily vorne ist unplug ein Bajonettverschluss, womit man den Lenkradmotor leicht abnehmen kann. So here we have a switch kit. It's a gear that for the if you have a second tractor, you can have a second gear set and easily change the mechanical electric motor easily to the second tractor. Das Gute hier dran ist, dass man halt den Lenkradmotor leicht von einem Traktor zum anderen abnehmen und montieren kann. So let's fit again. Und da ist nochmal der Verschluss für das Anti-Rotation Kit. Der wird dann da reingeschraubt und dann mit
mit einem Imbus leicht angezogen. It's done. And Dann kommt das Kabel unten ran und der Lenkradmotor ist danach einsatzbereit. so I will show you few components from the Autosteer Also system. das sind die Komponenten von dem mechanischen Lenksystem. It's Einmal a der Wi-Fi router, so Wi-Fi router is responsible for all the communication, and you are able to put a SIM card and get for getting the internet. Der Router ist dafür da, um Internetverbindung zu haben. Da kommt dann eine SIM-Karte rein und ja, der ist halt für die Verbindung zuständig. And here we have a ECU that it's a electronic control unit, and it is mainly responsible for the automatic steering, and it is able to tolerate the tilt up to 15 degrees. Das war eben der Jobrechner, praktisch das Gehirn des ganzen Systems, und da ist eine Tiltkompensation von 15 Grad mit drin. And as a main product, it's an Android-based navigation app. Das System ist ein Android-basiertes Navigationssystem. Start from the beginning. Jetzt startet das System gerade neu. So here we just connect the Autosteer. So verbindet man die App mit dem Lenksystem. And there is different connection types. So the one that you can directly connect to ECU via Wi-Fi. Es gibt verschiedene Arten, wie man es verbindet. Einmal über Wi-Fi. And the second option Und die zweite ist through router. Über den Router. So here ECU is connected via harness to the router, and the router is connecting to the tablet via Wi-Fi. Also die zweite Möglichkeit ist, dass das ECU mit dem Kabel am Router verbunden ist und dann über Bluetooth zur App. And the last one is you can connect directly the tablet via wire, but today our setup is via router, so I'm selecting the router. Unsere Einstellung ist über den Router, deshalb wählen wir die Option jetzt aus. And here, this is our router name is RTK Wi-Fi 1, and all the important notes regarding the auto steering that Nachdem man die Option ausgewählt hat, sieht man hier nochmal die wichtigen Informationen, die man beachten sollte. Then we have RTK. Actually, FieldBee L2 receiver quite a high performance to pulling signal for the cold start. It is less than 60 seconds. Hier haben wir jetzt ein RTK-Signal, und das Gute an diesem System bzw. an dem L2-Receiver ist, dass es innerhalb von 60 Sekunden sich mit dem RTK verbindet. And while passing near the buildings, under the bridge or the trees, when you lose the signal, and the signal pulling time is less than 30 seconds, which is quite perfect. Und wenn man an einem bewälderten Gebiet vorbeifahren sollte oder an hohen Gebäuden oder an Orten, wo das Signal abbricht, verbindet sich das System innerhalb von 30 Sekunden erneut. Und das ist eine relativ gute. Yeah, here is our main navigation page. Das ist die Hauptseite. Then we go to the menu, and we have record keeping functionality here. In dem Menü kann man halt auswählen, dass man die Arbeit, die man gerade oder die man gleich machen wird, abspeichern kann. So record keeping functionality actually where you see the result of your work.
And you can find the information about the task that you created for your field operations. Hier ist das Gute, dass man sieht, was man alles gemacht hat, wie viel man gearbeitet hat und was man alles verbraucht hat. So here the task is in progress, and you can see here the task is accomplished tasks. Hier kann man sehen, also es wird vorher schon eingerichtet, welche Arbeit als nächstes getätigt wird. So just I will come back to the in progress. So I'm not going deeply to the details. So I will create a new task for cultivating, and after the finishing our job, we will be able to add materials and all the inputs that we can assign to the task, and also at then we can get a field report for our work. Also wir werden jetzt hier nicht tiefer darauf eingehen, wir werden was Neues einrichten für dieses Feld und werden danach auch noch einen Feldreport. And we have a list of fields, and there is a three way to create a field boundary. Also, I will explain more deeply after the demonstration. Nach der Demo wird Metin nochmal genauer auf die Materie eingehen, wie welches Feld bewirtschaftet wird. And we have notes that we can add the information about the trees, obstacles, the one or power lines that you have at your field. We can add a material information and the machines, tractor details, and the different implements you can save and automatically but easily select. And you can add a crop history related with the fields, and for each season you can add the crops. Also man kann hier in diesem Menü sozusagen alles hinzufügen, sämtliche Materialien, was man alles verbraucht hat, wie groß das Feld ist, was man für eine Arbeit getätigt hat oder welcher Arbeiter das Gerät benutzt, wie lange er gearbeitet hat, was er gemacht hat und zusätzlich auch noch Notizen. And as a last, you can add a worker that if you operate by yourself or by your co-workers or your operators, you can add all this information. So I'm coming back to the navigation. Jetzt sind wir wieder auf dem Hauptmenü. So it's easy to start work with the app. So just simply we add a plus button and we choose a task. Actually, this task is open task that yesterday we had a great day. We had a lot of visitors, farmers were able to visit us, and they drive by themselves, automatic steering. Also die Arbeit, die wir jetzt machen werden, die ist schon von gestern abgespeichert gewesen. Wir werden jetzt da weitermachen. Das liegt aus dem Grund, weil wir gestern eine Demo mit Landwirten aus der Umgebung hatten, mit relativ viel Besuchern, und diese Landwirte sind auch selber mit dem System gefahren, deshalb beginnen wir da, wo wir gestern aufgehört haben. So I will create a new task for today. Just let's do a tilling task. Jetzt wird eine neue Arbeit eingerichtet. And then the field is automatically selected. So if you are in the field boundary, the system will automatically recognize and select the field. Das Feld ist jetzt schon automatisch gewählt worden, da wir jetzt mit dem Trecker mitten auf dem Feld stehen. Sucht das System sich dann das passende Feld aus. And here where we add the information about vehicle. So hier kann man die Informationen über das Fahrzeug auswählen. Also in diesem Fall hat der Landwirt 2 Traktoren, und wir, da wir gerade im John Deere sitzen, wählen wir den John Deere aus, der schon vorab eingespeichert ist. And we choose John Deere. Und anschließend geben wir das Arbeitsgerät an,
hinten bzw. vorne montiert ist. And then we select implement. And our implement has a 3-meter working width. Und weiter unten sehen Sie jetzt, kann man einstellen, wie breit die Arbeitsbreite des Geräts ist. Und die kann man dann individuell einstellen. So here, like if you have a mounted type, just you will type the working width. And if you have a trailed equipment such as sprayer or manure spreader, liquid manure spreader, so just you need to put the input, the distance between tractor and the end of the machine. Also man kann hier, wie schon vorher erwähnt, sämtliche Einstellungen des Arbeitsgeräts einstellen. And as a last, if you have a equipment that has an offset, then you can input how many meter offset the machine has. So system automatically calculate. Am letzten Punkt sieht man, dass man die Offset-Einstellungen auch noch ändern kann. So here, like simply, if you see the icon, so you will also es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Man sieht das auch durch die Symbole, was man wo eingeben kann. So we have a mounted type implement 3-meter, and then I'm saving. Then we have an RTK here. Then we have a different patterns that AB straight, AB curve, AB manual, that you can without driving create a AB line on the map. And then we have a headland straight, headland curve, and the save track. Also wie Sie schon auf der App sehen, hat man verschiedene Möglichkeiten, die Fahrt bzw. die Kartierung zu gestalten. Es gibt einmal ein Muster, was man selbst machen kann, AB gerade Linien, AB Kurve, eine manuelle, die man über die App einstellen kann. Ja, eigentlich ist das schon alles selbsterklärend, würde ich sagen. So today I'm not going to create a new AB line, just here we have an important feature that we can use the recently used patterns that we created before in this field. Ja, wir werden jetzt keine neue Aufgabe machen, da alles schon abgespeichert ist. Wir werden jetzt da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. So we go here and then we are selecting the previous AB straight. Then we just press the start navigation. So we are ready to go. So I'm running the tractor, and then here we go. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, weil hier so viele Handys und Kameras aufgestellt sind. Und währenddessen werden wir auch noch eine Drohne fliegen. So let's lift up the implements. It will be a bit Rangieren auf engstem Raum. So for entering the line, just easily we have a ready screen. It's engage the Sobald man auf Autosteer. das Lenkradsymbol klickt und das Symbol grün leuchtet, So to fit the It's tractor active. into line, just we can also steer in reverse mode. So like if you have to Also um have das a precise
Um das System auf die Spur bringen zu können, kann man das auch, wenn das System aktiv ist, auf dem Rückwärtsgang selbst navigieren lassen und dann nochmal vorwärts fahren. Jetzt beginnt der Schwung. So we Jetzt are ist on auf the der line Linie. and starting the PTO. Steering was interrupted. So here there are the important thing, if you don't move more than 10 seconds, the system for security reason it's automatically disengaging. Das Wichtige hierbei ist, wenn man das System 10 Sekunden lang nicht nutzt, wenn es aktiv ist, dann schaltet er sich von alleine aus Sicherheitsgründen. Okay, we are ready to Wir go. sind ready, einmal auf den Knopf drücken und dann geht die Fahrt los. Engage auto steer, and here we go. So just I would like to tell something about FieldBee, because currently in the Germany the suppose RTK signals are available for free in many regions. Das Gute hier dran ist, dass die SAPOS-Signale, mit denen wir arbeiten, die unser Empfänger empfängt, umsonst sind in Deutschland. And our farmer Joseph, thank you so much for him. He helped us a lot and allow us to run on his field and to use his tractor. Ja. Hier nochmal ein großes Dankeschön an unseren Landwirt Josef, der uns seine Maschine, sein Land und Joseph, alles zur Verfügung stellt. In the beginning he started to use a FieldBee L2 receiver only, and he just buy a receiver, and he had already RTK signal for free, and it was so cost effective for him. Also Josef hat mit dem manuellen System angefangen, hat sich praktisch einen Receiver gekauft, hat allerdings dabei schon das RTK-Signal sich bestellt, welches auch kostenfrei ist. Hat damit angefangen und hat jetzt dank seinem Sohn Thomas, der ihn dann überredet hat, im Mai auf Autosteer aufgestockt. And system provides 2-3 centimeter accuracy, and especially in Germany, in almost region, is almost for free, and it is quite affordable for all the farmers, and having a good accuracy and increase their working efficiency. Also das System hat gerade eine Genauigkeit von maximal 2 cm, welches für deutsche Verhältnisse eigentlich ausreichend ist, beziehungsweise auch schon perfekt. So we are closing to the turn. Just quickly, I would like to mention the one of the benefit of auto steer is for the turns on the headlands. It's saving you a lot of time because you are skipping the lines. So for like starting from 15% up to 35% is a time saving. So Also das Gute an Autosteer ist, dass man sehr viel Zeit und Kosten einsparen kann. Zum Beispiel hier, wenn man am Ende der Spur ist, das ist eine relativ hohe Zeitersparnis von 15 bis 35%. And it is directly impacting the fuel consumption, and it is saving the cost and more environment. Wie schon erwähnt, hat Meti gerade nochmal gesagt, dass es Kosten und Zeit erspart. Okay, so war ein we bisschen are schneller. ready to turn. Steering was interrupted. Jetzt ist das Lenksystem wieder aktiv, richtet sich ein und jetzt sind wir wieder bei 2 cm.
So it Also was ab dem Punkt 0 vom Feldeingang sind wir wieder bei 2 cm Genauigkeit. so it was quite easy turn. We didn't lose any time. So we didn't lose any time. So I would like to actually talk a bit. We started with the fuel efficiency and also the return of investment. So it is starting with the of course depending on implement width, all the implement widths that we are working for all different farming operations. The most thing is that it's preventing the operator mistake. So it provided 2 cm accuracy. So for the agricultural operations, it is really good accuracy. Also das Wichtigste, beziehungsweise das Beste in Anführungszeichen an den Autolenksystemen ist, dass man Fehler vermeidet, wie zum Beispiel Überlappungen, und Überlappungen sind dann wieder mit Kosten verbunden. Im Endeffekt, die vermeiden man dann. Yeah, and starting from the cultivation, then later seeding, planting, and inter-row cultivating, spraying, fertilizing, all these kind of operations, you are able to use the same AB line. Also man kann für sämtliche Arbeiten dieselben Linien nutzen. Man muss halt praktisch nur am Anfang die Arbeitsbreiten von den Maschinen, die hinten dran sind, nochmal korrigieren. And with 2 cm of course. And natürlich mit 2 cm genau stellen. And it is quite important, especially the operation after the seeding. And you are not going to cut the crop, which you already give all of efforts. Ja. Also während der Arbeit werden die vorher angebauten Sachen, die gerade am Blühen sind, nicht zerstört, weil wir auch mit 2 cm genau auf der Linie drauf sind, ohne irgendwas kaputt zu machen, fahren. Yeah, when we talk about time saving and all the mistakes, operator mistakes and so on, like roughly, of course, depending on the crop that you are growing, the payback period is starting from the 20 hectare and it is less than 2 seasons. Also, so, Ercan, while you are translating, I will make a turn. Also, die Kosteneffizienz hat natürlich auch was damit zu tun, was man anbaut. Aber wenn man es umrechnet, ist die Kostenersparnis kann bei ab 20 Hektar schon gesehen werden, und das System rentiert sich dann innerhalb von 1,5 bis 2 Jahre. Let's put the tractor on the line. Beziehungsweise again. nicht Jahre, sondern 2 Saisons. So this is I'm demonstrating especially for the seeding operations. It is quite important for having a precise. Da es bei dieser Aufgabe wichtig ist, eine gute Präzision zu haben, zeigt uns Mädchen nochmal mit dem Rückwärtsanfahren, wie es bestmöglich funktioniert. So when we look at the back camera, so we have a pretty good accuracy. Actually, yeah, we have a hands-free, and I would like to show and able to operate the drone, of course. Ja. I will fly with the drone. Nichts mit dem Lenken zu tun haben, da das System von alleine lenkt, wird Mädchen jetzt noch die Drohne einschalten und von außen noch ein paar Bilder zeigen. Just it will take a couple of minutes to activate the drone. Das dauert jetzt nur ein paar Sekunden, bis die Drohne sich verbindet. So while connecting, so AutoSteer system starts
payback from the 20 hectare easily, and it's less than 2 seasons. Yeah. I already told Yeah. you. Thanks. And might be a little bit technical issue, but Where's our the friend, support friend, Joy, thanks to him, he's supporting me, and he's the director of the live stream. So the first benefit of AutoSteer is having a hands-free. Then you are able to read your book, watch Netflix, or even fly with the drone. Die beste Option bei diesen Lenksystemen für die Landwirte ist, dass man während der Fahrt sich mit anderen Dingen beschäftigen kann. Well, for some reason, I couldn't connect yet. Okay, we will do it later then. And as a second, one of the most important benefits is low visibility conditions, because agricultural operation is seasonal, and it is really quite limited time. And Der zweite Punkt beim Autolenksystem, was wichtig für Landwirte ist, dass man dieses System mit schlechter Sicht nutzen kann. Da das alles saisonell ist und Nebel, Regen, Schnee oft dazu führen können, dass man nicht arbeiten kann, weil man nichts sieht, kann man bei solchen Systemen halt auch bei schlechter oder eventuell auch gar keiner Sicht arbeiten. Und jetzt sind wir wieder in der Spur. So we made our turn. So we have a quite nice accuracy, so you will be able to see exactly. Die Genauigkeit ist gerade zwischen 0 und 0 und 0 und 0 und 0. Also perfekt. Jetzt sind wir auf 2 cm. So actually, my colleagues can help. I have a colleagues next to our tent. Just I would like to ask them to restart the drone. Ja. We have a Wir haben- small connection Wir problem. haben ein kleines Verbindungsproblem mit der Drohne. Deshalb werden wir jetzt unsere Kollegen fragen, ob die uns die Drohne nochmal einschalten können. Hören Sie uns gerade? So Are they hearing us? hoping so. We need help with the drone. No, they're also filming. If you want, Well- you can stop the system and I can. No. Just let's arrive there, and we can make another task to show. So it's limited season, and you will be able to work at the night or low visibility conditions. Also da die Saison nicht lange dauert, generell, hat man halt die Möglichkeit bei Nacht zu fahren oder halt bei schlechter Sicht. And another thing is comfort, of course. You will spend less effort for your farming operations, and then you will spend less time, of course, and less effort, and you can spend your valuable time for other important things.
was auch noch wichtig ist, ist halt, dass man den Komfort hat. Man kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, man braucht nicht so lange für die Arbeit, die man ohne Autos hier gemacht hätte. Das ist gerade die Drohne. Hoping that it's gonna work, but yeah, it wasn't easy. Well, I see that now drone is online. Let's make it one more turn. Let's see if we are live. Yeah, drone is working. Jetzt fahren wir nochmal in eine Spur und fliegen währenddessen die Drohne. Let's check. Don't you want to Yeah, put down the implement? Okay, let's be on the line. And front implement, and then Die Drohne macht gerade ein paar Probleme, aber jetzt sind wir aktiv. okay, let's continue and Jetzt fahren let's wir see los und Mädchen fliegt währenddessen die Drohne. how we are working. Yeah, like it's quite well, and just for the live stream, there is a technical problems always, but Bei we Live-Schaltung apologize. gibt es immer wieder kleine technische Probleme. Wir entschuldigen uns hier nochmal dafür. So we are live following the tractor, and you see the from the back camera in more closer. Jetzt können Sie praktisch von außen und zwei Kameras nachverfolgen, wie das System funktioniert und selbstverständlich auch noch von hinten, von der Kabine aus. Yeah, actually it's quite enjoyable. Then hands-free, I am really I have comfort in the tractor cabin. Es macht halt Spaß für Meetingrad und ist komfortabel für ihn, die Drohne zu fliegen, während das System von alleine arbeitet. Just to show you a little bit from the side. How is our setup? Actually, we have a quite amazing landscape. You can see it is almost harvest season, and some of crops are already harvested. Bavaria is amazing, amazing. I love Bavaria it. as well. This landscape.
especially this place. Hopefully I will come back. So this is the front view. Just I wanted to show you how we are doing it. And then the next will be how do we make turns. Jetzt sieht man nochmal von oben, wie wir wenden. More up. Und jetzt schaltet sich das System wieder ein. Positioniert sich auf die Linie. Just didn't start in proper way. Okay. Jetzt sind wir So wieder there auf dem are Feld. actually different parameters that need to be adjusted, like especially for the line acquisition. For the moment, it's a little bit hard to make arrange the turns. So here we are. We started again. Okay, so this turn is not a most precise starting, but Multitasking. multitask, yeah. But we are good. Also das war jetzt nicht die perfekte Wendung vom Mädchen, weil er noch versucht hat, die Drohne währenddessen zu fliegen bzw. zu lenken. Aber wir sind immer noch relativ gut angefahren und sind jetzt wieder in perfekter Position. Closer. So Joseph has different crops in different fields. So he has maize for the silage, and in the current field, after the demonstration, he's going to seeding the mustard, and actually he already done few. Let me show you the landscape. So the field already seeded mustard, and we have and the maize and mustard, yeah. Senf? Something similar. Yeah, I think for the drone I am losing a bit the control, but we are almost at the end of the field. Also die Drohne feiert gerade ihre eigene Party, aber wir sind jetzt schon am Ende des Felds. So we can switch to the front cameras. Joy, can you switch cameras? And then just I will land the drone. Was interrupted. So here's our lovely tent on the screen, you see. Let's land the drone safely. Then I will start talking about the record keeping and the result of the work. Here is our lovely team. Just
our farmer and Olha. She's our from support team. Thanks to her, and Valerie, our salesperson, and Natalie. Natalie's our general managers for sales and marketing. Natalie, I am landing the drone over there, and we are switching to the. Okay, we are done with the drone. Let's continue. Let's continue about record keeping functionality and put all the inputs that we have done during our cultivation. So let's implements. I will come closer to the tent. So That implemented. here we are next to the tent. Let's park it here and talk about app. Okay, safety is first, and then I am going to switch to the camera, which is closer for the tablet screen. Also jetzt wird Mete noch ein bisschen tiefer in die Materie eingehen bezüglich der App. Okay, Joy, can you switch to the tablet camera, please? So we have little bit delay. Would be okay. Das dauert gerade ein bisschen Sekunden, weil es eine Zeitverzögerung gibt, scheinbar. Joy, do you hear me? I don't know if the Joy is hearing me. We have to switch to the info camera. I will try to switch. Yes. So we worked. Then I'm going to pause and then save our work that we have done. Fertig gearbeitet haben, beziehungsweise nachdem die Arbeit. So today we partially cultivate the field. So Also wir haben heute nicht das ganze Feld bearbeitet, sondern nur eine Parzelle. And next day to continue work, just simply you can choose the previous last task and simply start navigation and we are ready to. Und am nächsten Tag wäre man dann halt wieder da, wo man aufgehört hat und kann dann weitermachen. Okay. So I would like to go to the introducing about record keeping functionality. Then let's go also to our task. War gerade den Could you please go back?
das Menü, wo man sämtliche Einstellungen vornehmen kann. Notizen und wie schon vorher erwähnt, welche Materialien man benutzt, Maschinen, Schlepper, sämtliche Yeah, Informationen. let's go one by one Yeah. and in detail explain. So we go to the task, and the last task that we have done now. Das ist jetzt die letzte Aufgabe, beziehungsweise Arbeit, die wir gemacht haben. So like actually the saving time, the last. Ja. Hier kann man sehen, wie viel Zeit man erspart hat. And here we have a plus button. So there are the things that you can assign to the task. So the first. Hier kann man nochmal zusätzlich Sorry, zu den just a second. Linien Notizen eingeben. So I'm pressing the plus button here. Like we can assign the field for the task and the tracks and the material that we can input the material. So for cultivating, let's add fuel. Wie viel Sprit man verbraucht hat, zum Beispiel. And we add diesel. Maybe switch off the tractor for better sound. Diesel we arranged. Is it the drone? It's the drone. Yes. Just switch on. Okay, drone is off. So we add a diesel and then we can add Man kann halt rate, angeben, let's say wie viel man 6 liter per hectare. verbraucht hat. Then for this field is approximately 18 hectares, so we can add 110 liter of diesel. And the next one is machine. We can assign for this Hier kann man eingeben, welche Maschine man machine, but we benutzt already selected. Aber das hatten wir schon am Anfang gemacht. Kann man halt, wie gesagt, am Ende noch hinzufügen, falls man das vorher schon nicht gemacht hat. Then the next one. Next one is a worker. Hier kann man eingeben, ob jemand anderes gefahren ist oder man selbst, falls man Mitarbeiter co-worker, Ercan is our co-worker. Mädchen für alles. Yeah. Okay, so we can assign the worker for this task. Then, and we can add also a photo. We can take a picture or from the camera roll we can upload the photo for this task. Then the next one is a field. So I briefly mentioned to create a field, how to create a field boundary. Hier zeigt mit, wie man ein Feld neu generiert. So we have three options here that we can import Es gibt drei Möglichkeiten. From the government cadastral map. Man kann einmal von Katasterkarten vom Land the shape implementieren, die file Shapefiles. and the KML files that you can upload from the FieldBee web application. Und die KLM-Dateien, die man uploaden kann von unserer App. And you will have a precise field boundary. And the second option is GPS measuring, that you can drive around the field boundary by the tractor and it will create boundary. Die zweite Option ist die GPS-Messung. Da fährt man einmal mit dem Trecker ums Feld rum und setzt die AB-Punkte. And the third option is manual measuring. Und die dritte Option ist die manuelle Messung. Da macht man das über die Karte, also So praktisch let's mit dem Finger. demonstrate how to create quickly the field. So we have a Google map here, and here the Joseph's all the field and visible on the field map. So just Also hier sieht man über Google Maps. Jetzt in diesem Fall hat Josef schon seine Felder vorher markiert, aber wir machen einfach mal ein anderes Feld. Tap on the field corners. Wenn man die Feldränder antippt,
And our field boundary is ready. And all the points you can add it. Man kann alle Punkte, also Eckenpunkte, im Nachhinein nochmal hochziehen, runterziehen. And if there Wie's is besser passt. additional curves, then you can Oder wenn's add Kurven unlimited curves for your field. Das kann man dann alles separat einstellen. And also here you can see how many hectare. Und nachdem man das gemacht hat, sieht man auch oben, wie viel Hektar man ausgewählt hat, So, beziehungsweise wie groß das Feld ist. Like more or less, you can have approximate the area. So it is the easiest way and the quickest way Also to das ist create der a field. einfachste und schnellste Weg, um ein Feld zu kreieren. Und man kann dann ungefähr sehen, wie groß das Feld ist, um nochmal sicher gehen zu können. So then you're just going to save, give a name for the field, test 2. Danach gibt man einen Feldnamen ein, damit das abgespeichert wird und man nicht durcheinander kommt. Then here we can add the crop type. Und hier kann man eingeben, was man anbaut. Race was mustard, Ercan? No. Race ist Rice. Oh, rice. Okay. Then let's add a mice. Then you can Yeah, have not in Japan. create a new group. Like you can group your fields by the crop. Then we select mice and save, and we have a field here. Then the next one is a node that you can add nodes to the fields. Nodes, or let's add a point on the field 3, let's say. Yeah, we added the node coordinate. Also man kann jetzt auch bei jedem Feld eine Notiz machen. Zum Beispiel, was man nächste Woche oder in 2 Wochen auf diesem Feld zu tun hat. Yeah, and then we save the coordinate here. So then, like in the future, you will know on the during the your operation, you will see that there is something on this coordinates. Then we go to the material. So we can add a material. See. Then kilogram, and Joseph, I assume that he is using per hectare. Let's say per hectare we use 100 kilogram of seeds. Und hier kann man halt sämtliche Notizen eingeben, was man verbraucht, wie viel man verbraucht. Well, like you can add more information, seed, chemicals, and the yield harvesting information, and the fuel, of course. Then the machine, you can simply add a new machine. Also man kann hier auch neue Traktoren, falls man mehrere Traktoren hat, hinzufügen. Wir haben jetzt in diesem System 2. And here tractor weight, and if there are any other information about the field, and you can add the equipment. So we can give a name planter. Und dann kann man noch hinzufügen, welche Maschine man nutzt, ob es ein Grober ist oder. Let's say 6 rows planter, 4.5 meter. Dann gibt man ein, wie breit die Maschine ist. Mounted. Then no offset, no trail, and then we just save the planter, so it is available in our list, so we can select easily. Und da das jetzt eingespeichert ist, könnte man dann, falls erwünscht, einfach, bevor man die Arbeit beginnt, das Gerät aussuchen und einfach losfahren. Yeah, we can add also a new crop, which is not available on the list, and the co-workers, simply you can add by the plus button, and of course you can add the photo, but you need the allowed camera
first. Also was noch ein riesen Pluspunkt bei diesem System ist, dass es zumindest für mich sehr simpel zu handhaben ist. So important thing, and let's go back here and then so we are exporting the PDF file. And we have a work report here. Und hier hat man dann einen Arbeitsreport nach der Arbeit, die man getätigt hat. Das kann man sich dann praktisch auf den PC ziehen oder auf den Stick. So it is actually a 3 days operation that we have done. You can see here the reporter name, date, and operation type, operation date. Also hier kann man sehen, was man gemacht hat, wer dort gearbeitet hat. Notizen könnte man, falls erwünscht, eingeben und wie viel man in diesem Feld gearbeitet hat. Yeah, and you have a map of your field and the colored map, and here is like a recently covered area that we almost made a 1 hectare, and in total path tractor the driving distance was 3.2 thousand meters, and it takes in total 1 hour and 5 minutes, and the average speed was 2.39 kilometers per hour. So that's the work report. You can download it from the navigation app, and also if you go to the FieldBee.com, we have a web application. You can log in with your the account details, and you will be able to get your report. Also die zweite Option wäre auch noch, wenn man auf FieldBee.com sich anmeldet mit seinen Anmeldedaten, bekommt man die Feldreporte da auch nochmal. So FieldBee is an online Android-based navigation app. So we are able to provide a remote support for our clients. Also FieldBee ist ein Android-basiertes System und da es eine applikationstechnische Unterstützung ist, sind wir imstande, Remote Support zu leisten. Yeah, and we know that time is really important in agriculture. Da wir wissen, dass Zeit für Landwirte sehr kostbar und wichtig ist, and we are able to connect sind wir imstande, auf ihre Systeme zuzugreifen, im schlimmsten Fall auch am Wochenende oder nachts. And to diagnose the problem, so if there are any physical damage, so we are able to solve the problems remotely. Wir können dann halt einen Diagnosetest machen und sehen, falls es keine physikalischen Beschädigungen gibt am System, können wir sehen, ob es irgendwas an der Software ist, was beheben werden kann. Und dies können wir dann von der Fernwartung aus beheben. So another thing is that FieldBee Autosteer system, especially, let's switch to the front camera. Okay, so for talking, so FieldBee Autosteer system is mostly developed for affordable system that every farmer can afford, and FieldBee main idea to meet technology with the farmers with the affordable price and make them happy. So we are caring the farmers and to make them happy, and so our all efforts is to make them farmers are happy. Also FieldBees erstes Ziel war oder ist es noch immer, Lenksysteme für Landwirte erschwinglich zu machen, da wir wissen, wie teuer andere Systeme sind, versuchen wir unsere Systeme so erschwinglich wie möglich zu machen
und auch jüngere Leute, die nächsten Generationen für die Landwirtschaft zu begeistern. So, I don't want to keep you long. We are a bit out of the shadow already. So I would like to thank you for everyone that you watch us, and thank you, Can. Thank you, Joy. Wir wollen nicht zu lange von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. And thank you, my colleagues. Thank you, Joseph, for having us the great opportunity. And thank you for the FieldBee team. That you are great. Thank you very much. Wir möchten uns hier nochmal bei Josef und Silvia bedanken und auch bei Thomas, die uns hier hoch zur Verfügung gestellt haben. Natürlich bedanken wir uns auch bei unserem Team, was hervorragende Arbeit hervorgebracht hat und auch weiterhin hervorbringen wird. Metin hat sich gerade bei mir bedankt und bei Joy bedanken wir uns natürlich auch für die Hilfe bei der Live-Schaltung. Thank you very Danke much. fürs Zuschauen.